Die Sprache hat mehrere Ebenen. Die oberste, die wir alle kennen, ist die Sprache, die wir aussprechen. Also eigentlich im Grunde genommen Töne. Das Fundament wird gebildet durch die Verbindungen von Neuronen über die Synapsen. Das ist quasi die Grundlage. Ganz oben der Ton. Aber da ist noch dieser mittlere Bereich. Was passiert dort? Grundlegende Frage für diesen Bereich ist nämlich die Sprache unserer Gedanken. Der Philosoph Jerry Fodor hat eine etwas kontroverse Theorie des Geistes entwickelt. Er glaubt, es gebe eine angeborene Sprache des Geistes. Diese nennt er die Mentalese. Die Mentalese soll die Natur des Denkens und das Erlernen natürlicher Sprachen erklären. Wahrnehmungen, Erinnerungen und Intentionen beinhalten einzelne Elemente dieser Sprache in unserem Geiste, der Mentalese. Wenn ich also sage, ein Apfel ist rot, kann diese Aussage wahr und aber auch gleichzeitig falsch sein. Denn ob ein Apfel tatsächlich rot ist oder grün oder vielleicht orange oder gelb, hängt mit meinen Erfahrungen und den Werten, die ich diesem Begriff Apfel zuspreche und diese in meinen Sinn rufe, zusammen. Die Sprache in unserem Sinn, in unserem Geist entspricht also in ihrer Struktur, die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, mit ihrer Grammatik, ähnlich unserer ausgesprochenen Sprache. Wenn ich sage, ein Apfel ist rot, ist dieser Gedanke genauso in meinem Kopf auch aufgebaut. Aber sie unterscheidet sich in ihrer Funktion, denn sie dient nicht der Kommunikation, sondern zum Denken. Laut Fodor geht die Mentalese unserer natürlichen Sprache logisch und zeitlich voran. Er sagt, jeder Mensch hat von Geburt an eine Mentalese. Und erst wenn wir mit unseren Erfahrungen, unserem Heranwachsen, den Begriff in der realen Welt, in der Kommunikation für dieses Objekt kennen, füllen wir dieses Wort mit Bedeutungen. Wenn wir also die Bedeutung eines Wortes erlernen, bringen wir es in Verbindung mit anderen Erfahrungen, Objekten und Worten in unserer Mentalese. Mit der Zeit entsteht also in unserem Geist ein Netzwerk, Verbindungen von Begriffen, Bedeutungen. Und je dichter dieses Netzwerk ist, desto sinnschöpfender sind wir. Wir werden fähiger, Sachverhalte zu abstrahieren und sie dann in unserem Geist in Worte zu fassen und sie dann konkret zu formulieren. Du weißt noch nicht, wie ein Apfel im Englischen heißt. Du kennst den Begriff dafür noch nicht. Auch wenn du diesen Begriff noch nicht kennst, weißt du, was aber ein Apfel ist. Erst mit dem Erlernen des Begriffs Apple weißt du, okay, das, was ich in meinem Geiste schon geformt hatte, bekommt mit dem Begriff Apple auch in englischer Sprache Form. Beenden wir diese Thematik mit einem interessanten Beispiel von Nietzsche. In den Untersuchungen von Nietzsche über die Lüge und die Wahrheit im außermoralischen Sinne behauptet Nietzsche, dass die Sprache, also die Töne, die wir von uns geben, eigentlich komplett sinnlos sind. Es ist nicht möglich, in einer zwischenmenschlichen Kommunikation eigentlich die Wahrheit zu sagen. Denn die Mentalese ist ja in jedem Menschen unterschiedlich. Wenn ich beispielsweise sage, ein Baum und wir unterhalten uns über Bäume, dann kann sich in meiner Mentalese so ein Bild ergeben. Aber in deiner vielleicht so ein Baumbild. Das heißt, wenn wir über Bäume sprechen, kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden, weil wir gar nicht vom selben Wortbild ausgehen. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir in den zwischenmenschlichen Kommunikationen, im Gedankenaustausch uns mit den Begriffen im Kontext der Zeit beschäftigen müssen. Diese Thematik mündet in Kants synthetischem A priori.